Mei, ist das schön. Ist das leiwand. Schaut euch das an. Sonnenuntergang. Ja, servus beieinander. Ich bringe jetzt das Moped in die Werkstatt und gehe dann zum Fairy Spring. So einen fußhohen Flusslauf, den man hochlaufen kann, auch so in einem Canyon, auch sehr schön. Das Moped ist gerade in der Werkstatt, bekommt einen neuen Vorderreifen, Ölwechsel, Kette gespannt und geschmiert. Laufen wir einfach mal hier entlang. Schauen wir mal, was es da so gibt. Dann kommt später dann noch so ein kleiner Canyon. Und man soll hier wohl eher nicht vor Sonnenuntergang laufen, da es dann Schlangen gibt. Was für Schlangen es sind, weiß ich auch nicht, aber muss man nicht haben, oder? Natürlich überall links und rechts irgendwelche Stände, die einem was verkaufen wollen. Ganz klar für die Touristen. Da kann man irgendwo hochgehen, auf so rote Sanddünen, dann schauen wir uns das doch mal an. Ja, und so schaut es hier oben auf dieser Düne aus. Und da geht es wieder runter in diesen Canyon. Im schönen Felsen. Und da schimmern die Dünen in der Sonne. Ja, und so geht man dann durch diesen Canyon. Vorbei an den Felsen. Rot, weiß, Kalkstein ist es, glaube ich, zum Teil. Und immer wieder so schöne kleine Schluchten mit drin. Da hat jemand was oben hingeschrieben. Aha. Ist extra hochgekraxelt. Nicht schlecht. Mei, ist das schön. Zur linken Seite diese knallroten Felswände, rot-weiß. Rechts stehen ein paar Bäume. Schöner Kontrast zu grün, zu rot, weiß. Ist das leiwand. Und da hinten irgendwo spielt Musik. Da schauen wir mal, was da ist. Ja, leider liegt auch hier etwas Müll herum. Aber sonst ist es ja sehr schön hier. Sonne scheint noch. Was haben wir jetzt? Ja, kurz vor 4. Beeilen wir uns, dass keine Schlangen kommen. So, hier ist der Flusslauf etwas, ja, ein bisschen dschungelähnlicher. Ein bisschen mehr grün, aber es kann sich ja auch gleich wieder ändern. Da ist der Wasserfall. Die Quelle soll das sein. Irgendwo im Reiseführer stand, wenn man dorthin kommen möchte, ist irgendwo so eine brusthohe Untiefe, die man umgehen kann, aber ich bin jetzt gerade nur kniehoch durchs Wasser gegangen. Aber jetzt mal dran vorbeigehen und hochgehen. Da ist wahrscheinlich wieder ein Restaurant, wie das Schild vermuten lässt. Dann schauen wir da mal hin. Ich bin jetzt hier oben am Wasserfall, wie man sehen kann. Und ja, hier sind wie gesagt eigentlich nur Restaurant. Nicht viele Leute da. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da weitergehen kann oder darf. Mal schauen. So, hier ist gerade überhaupt nichts los. Da unten singt gerade einer, mehr oder weniger gut. Ja, ich schaue jetzt einfach nochmal kurz hier weiter nach oben, was da ist. Ja, da oben war da nichts mehr, da ist noch eine Straße. Und ja, hier geht der Fluss an sich weiter nach oben. Aber ich glaube, da geht es nicht mehr weiter. Ich denke, dass es nicht mehr offiziell weitergeht dort. Dann lassen wir es dabei. Weil die Dame so nett gefragt hat, als ich vorbeigegangen bin vorhin, jetzt noch eine Kokosnuss und ein Schoki-Eis. Ihr könnt auch mitten im Fluss sitzen, wenn man mag. Hier der Boden, der gibt so schön nach. So, jetzt sind wir hier am Ende. Da geht es den Fluss hoch.
Und hier ist die Brücke, wo der ganze Spaß beginnt. Dann gehen wir wieder raus. So, jetzt sind wir gerade zurückgekommen vom Fairy Spring und mein schönes Moped war auch fertig. Neuen Reifen vorne, leider hat er den Schlauch nicht gewechselt. Bei uns macht man es eigentlich automatisch mit, den Schlauch wechseln. Aber gut, dann habe ich mir jetzt zumindest noch einen neuen Schlauch gekauft. Dann habe ich zumindest für Reserve was dabei, falls was ist. Ansonsten Zündkerzenstecker neu gemacht, Kette geschmiert. Ich glaube, Krümmer hat er wieder ein bisschen festgeschraubt, einen Krümmerflansch. Der war ein bisschen lose. Merken wir uns das mal für später. Sonst Kette geschmiert, Kette gespannt. So, ich habe nur 200 Meter zum Strand. Übrigens ein sehr schöner Strand. Und da, ja, so Richtung diesen 2,5 Kilometer ist dann der Fischerhafen da vorne. Das sind die ganzen Fischerboote. Und man sieht auch hier die Einheimischen oft Muscheln sammeln, glaube ich. Aber ich werde jetzt, schaut euch das an, Sonnenuntergang. Und ich werde einfach nur eine Runde laufen gehen. Ein bisschen Sport muss so sein. Also, dann laufen wir los, der Sonne entgegen. Hier mündet übrigens der Fairy Spring ins Meer. Da hat man hier ein schönes Hotel, daneben eine Müllhalde und wieder ein Hotel und noch ein Hotel. So ist das. Sonne ist jetzt schon fast untergegangen. Ich bin auch gleich zurück. Duschen, Abendessen und morgen ganz früh aufstehen und zu den weißen Sanddünen fahren und Red Canyon. Wie man sehen kann, ist es bereits abends, 7:30. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen früher essen gehen, aber wurscht. Genau, noch mal kurz zum Werkstattaufenthalt. Also es hat jetzt insgesamt 520.000 Dong gekostet. Das sind umgerechnet 20 € für einen Reifen, einen Schlauch, Ölwechsel, Kette einstellen und schmieren. Genau, neue Zündkappe habe ich. Ja, für 20 € nicht schlecht. Also ja, kann man nicht viel falsch machen. Wenn denn alles richtig gemacht wurde, ja, ist auch die andere Sache. Zumindest haben andere Backpacker empfohlen, immer dabei zu sitzen, wenn die das machen, weil dann sehen sie, was sie machen, ob sie es machen. Also der Reifen ist definitiv gewechselt und der Zündkerzenstecker auch. Das sieht man ja. Muss man sanft Vollgas geben. Aber in der Stadt darf man E-Bus 40 fahren, wobei das vielen auch wurscht ist. Oder gestern Nacht, da sind manche, weiß ich, mit 100 durch die Ortschaft durch, so Vollgas, ohne Helm, scheißegal. So, jetzt haben wir ein bisschen Meeresfrüchte gegessen, irgend so einen gebratenen Reis mit Meeresfrüchten und danach noch ein paar gegrillte Saté-Shrimps. Genau, mal hier auf dem Deich in Muine. Da reiht sich ein Seafood-Lokal ans andere. Mit Blick aufs Meer hinaus. Natürlich, wenn es schon Abend und finster ist, dann sieht man nicht mehr viel vom Meer. Jo, jetzt geht's wieder zurück nach Hause.